Heute wird's Pseudo. In dieser Episode der CSS-Selektoren-Serie beschäftigen wir uns mit Pseudoklassen. Ahoi beim WebDevLab. Willkommen zum dritten Teil dieser kleinen Videoserie über CSS-Selektoren. Mach die DevTools auf, starte deinen Editor, wir legen los. Und zwar mit Pseudoklassen. Du erkennst sie im CSS am vorangestellten Doppelpunkt. Pseudoklassen gibt es inzwischen sehr viele. Man kann sie grob in 3 Kategorien einteilen, auf denen sie basieren. Eigenschaften, Status und Position im HTML. Heute beschäftigen wir uns mit der ersten Kategorie, Eigenschaften. Root. Die Root-Pseudoklasse trifft nur für das Wurzelelement des Dokuments zu. Bei einer Website bedeutet das das HTML-Tag. Von seiner Bedeutung her ist die Klasse also identisch mit dem Elementselektor HTML. Sie hat jedoch eine höhere Spezifität. Where. Im letzten Video hatte ich erwähnt, dass es inzwischen eine bessere Möglichkeit für Selektorlisten gibt. Eine von 2 neuen Optionen ist Where. Diese Pseudoklasse nimmt einen oder mehrere Selektoren durch Komma getrennt entgegen und wendet die CSS-Deklaration dann auf alle Selektoren an. Einzige Ausnahme bilden Pseudoelemente, die nicht in der Liste auftauchen dürfen. Das Gute an Where ist ein Selektor in der Liste fehlerhaft, wird nur der eine Selektor ignoriert und alle anderen bleiben erhalten. Das nennt man Forgiving Selectors. Außerdem hat Where immer eine Spezifität von 0, lässt sich also sehr leicht überschreiben. Is. Die zweite neue Option für Selektorlisten heißt Is und hatte zwischendurch mal die Bezeichnung Matches. Die Pseudoklasse Is funktioniert genauso wie Where. Jedoch übernimmt Is die höchste Spezifität der Selektoren aus der Selektorliste. Übergibt man an Is beispielsweise eine Liste mit einem ID und 2 Elementselektoren, so hat der Is-Selektor die Spezifität 100 vom ID-Selektor übernommen. Has. Has ist eine mächtige Pseudoklasse, da sie einen in Eltern- wie auch in Kindrichtung blicken lässt. Ein Beispiel macht deutlicher, was ich meine. Der Selektor li hasTime wählt nur LIs aus, die irgendwo in ihren Kindelementen ein Time-Element haben. Das klingt erstmal ähnlich zum li-Time-Selektor, aber in diesem Fall selektiert man das Time-Element. Bei der Has-Variante selektiert man das li. In die andere Richtung geblickt kann man mit Article::has (Footer) li ein Listenelement auswählen, das als Elternelement ein Artikel mit einem Kindelement Footer hat. Not. Um bestimmte Eigenschaften auszuschließen, kann man die Not-Pseudoklasse verwenden. Beispielsweise die Regel image::not in eckigen Klammern alt wählt alle Bilder aus, die kein Alt-Attribut haben. Lang. In HTML kann angegeben werden, in welcher Sprache ein Inhalt vorliegt. Das macht man mittels des Lang-Attributs. Div lang ist gleich de kennzeichnet den Inhalt eines Divs mit der Sprache Deutsch. Möchtest du zum Beispiel Elemente in verschiedenen Sprachen mit der Landesflagge kennzeichnen, selektierst du sie beispielsweise für Französisch mit Lang in fr. Empty. Um leere Elemente auszuwählen, kannst du die Pseudoklasse Empty verwenden. Leer ist hier allerdings sehr eng definiert, denn dazu zählen auch keine Leerzeichen. Das heißt, ein Element gilt nur als leer, wenn die schließende spitze Klammer des öffnenden Tags und die öffnende spitze Klammer des schließenden Tags direkt aneinander stehen oder ein HTML-Kommentar dazwischen steht. In einer aktuellen Überarbeitung wurde Empty so umdefiniert, dass auch Leerzeichen und weitere Tags ohne Inhalt oder Leerzeichen als leer gelten sollen. Aber bisher hat diese Änderung der Spezifikation noch kein Browser umgesetzt. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen und du hast etwas gelernt. Dann lass gerne ein Like da. Hast du Anmerkungen, dann hinterlasse mir einen Kommentar. Hier geht's die Woche über noch weiter mit Videos zu CSS-Selektoren. Abonnier doch den Kanal, um keins davon zu verpassen. Bis dahin, Happy Coding und tschüss.